Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Die Transferphase ist in jedem Sommer die verrückteste Phase der ganzen Saison. Und es gibt immer wieder Neuigkeiten, Informationen, Gerüchte, die so abwegig sind, dass ich sie gar nicht mit euch teile. Da möchte ich eure Lebenszeit nicht mit verschwenden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese von Touchline, dass Real Madrid Camavinga, Rodrigo und 40 Millionen vorbereitet, um einen 30-jährigen Rodri nach einem Kreuzbandriss von Manchester City nach Madrid zu lotsen. Und diese Artikel, die lösche ich direkt, also damit verschwende ich, wie gesagt, nicht eure Lebenszeit. Und ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal gehört hatte, Tottenham möchte Rodrigo, habe ich den Artikel nicht mal angeklickt, weil ich gedacht habe, niemals. Ja, bis gestern 3 verschiedene Quellen aus Spanien diesen Bericht bestätigt haben. Und eine sehr, sehr glaubwürdig. Also, was da los ist, ob das wirklich passieren könnte, darüber reden wir in dem Video. Und dann wissen wir alle, Real Madrid hatte in diesem Transferfenster bisher einige Neuzugänge und da soll es nicht aufhören. Xabi Alonso arbeitet, kämpft um weitere neue Transfers, aber damit neue Spieler kommen können, müssen andere erstmal gehen. Und in diesem Sinne unterhalten wir uns über die Zukunft von David Alaba und Ferland Mendy. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Ja, auch wenn in den letzten Wochen immer öfter über die Zukunft von Vinicius geredet wurde, ist, glaube ich, das große Transferthema in diesem Sommer Rodrigo, der Brasilianer. Alle kennen die Situation. Er hat letztes Jahr die letzten 6 Spiele nicht gespielt. Keiner kann so richtig erklären, warum. Viele denken, er war wütend, dass er im Pokalfinale zur Halbzeit ausgewechselt wurde und hat dann gedacht, nö, dann spiele ich halt nicht mehr. Und hat sich eine neue Zukunft unter Xabi Alonso erhofft. Doch Xabi Alonso hat ihm genau eine Halbzeit Zeit gegeben. Und als Rodrigo in dieser Halbzeit Rodrigo-Sachen gemacht hat, nämlich mehr oder weniger fast unsichtbar war, hat Xabi Alonso sich gedacht, das war's. Seitdem ist Rodrigo mehr oder weniger Bankwärmer bei Real Madrid. Ja, das ist nicht die Zukunft, die ein Real Madrid mit einem Rodrigo plant. Das ist nicht die Zukunft, nicht die Karriere, die ein Weltklasse-Spieler wie Rodrigo haben möchte. Und seitdem gibt es immer wieder neue Gerüchte. Arsenal, City, Liverpool, Bayern etc. Doch immer mehr Türen schließen sich. Die Bayern haben Luis Diaz gekauft, Arsenal hat Gyökeres gekauft, Liverpool hat schon Hunderte von Millionen Euro ausgegeben, wobei ich immer noch glaube, da könnte noch eine Möglichkeit herrschen, ich erkläre euch auch gleich warum. Ja, und aus dem Nichts erschien Tottenham. Wie gesagt, eine Variable, die ich für komplett unwahrscheinlich gehalten habe. Ich habe auch gesagt, niemals wechselt er nach Tottenham. Aber, wie gesagt, 3 verschiedene Quellen haben das gestern bestätigt. Und die erste ist der Quelle, der ich am meisten von allen vertraue, nämlich Ramón Álvarez de Mon. Er war mal wieder der Erste. Also ich weiß nicht, ob er Florentino Perez auf Kurzwahlliste hat oder warum der immer als erstes an die Informationen kommt. Aber hören wir uns mal aus seinem YouTube-Video einen kurzen Abschnitt an, wo er erklärt, wie die Situation mit Rodrigo und Tottenham aussieht. Allerdings muss ich euch sagen, dass ich weiß, dass er kürzlich tatsächlich Gespräche mit Tottenham aufgenommen hat. Das sind Gespräche, von denen ich nicht weiß, wie sie ausgehen werden, aber sie finden definitiv statt. Tottenham ist sportlich gesehen im Moment ein Projekt. Es könnte für Rodrigo zu wenig sein. Ich glaube, das ist offensichtlich, oder? Das spielt auch in den Gesprächen oder in den Gedanken des Brasilianers eine Rolle. Aber es ist ein Projekt, das in der Champions League spielen wird, wie ihr wisst, weil sie die Europa League gewonnen haben. Und es ist ein Projekt, bei dem ein Eigentümerwechsel geplant ist, falls das nicht sogar gerade jetzt schon passiert, okay? Es ist ein Projekt, in das voraussichtlich ziemlich viel Geld investiert wird und Rodrigo könnte die Speerspitze dieses Projekts sein.
Ja, jetzt muss man aber erst einmal verstehen, wie laufen so Vertragsgespräche überhaupt. Denn Rodrigo ist ein Spieler mit einem laufenden Vertrag bei Real Madrid, was bedeutet, Tottenham darf gar keine Gespräche mit ihm führen. Wir wissen jetzt, wie das funktioniert. Vermittler etc. pp. Von Tottenham reden mit Vermittlern etc. mit der Entourage von Rodrigo. Und die Entourage von Rodrigo hat Tottenham mitgeteilt, ja, man kann sich mal unterhalten. Also Rodrigo hat nicht von Anfang an diese Option ausgeschlossen, sondern hat gesagt, ja, man kann sich ja mal anhören, was Tottenham sagt. Und diese Gespräche schienen anscheinend so gut verlaufen zu sein, dass Tottenham Real Madrid angefragt hat, ob sie offizielle Gespräche mit ihrem Spieler, mit Rodrigo führen dürfen. Da war der Insider Nokai der Erste, der das berichtet hat. Dem kann man vertrauen oder nicht, der liegt hier und da mal richtig. Aber einige Stunden später hat der Ass das bestätigt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Tottenham bittet Madrid um Erlaubnis, mit Rodrigo zu sprechen. Die Spurs wollen den Brasilianer über einen Abgesandten verpflichten. Sie wollen die ursprüngliche Forderung des Vereins senken. Der Spieler steht auf Abruf bereit. Es vergeht keine Woche, in der Rodrigo nicht Schlagzeilen macht. Die Zukunft des Brasilianers ist weiterhin ungewiss. Doch früher oder später muss eine Entscheidung fallen. Real Madrid würde es begrüßen, Kasse zu machen mit einem Spieler, den Xabi Alonso seit seiner Ankunft kaum eingesetzt hat. Der Brasilianer gewinnt also an Boden, um den Verein zu verlassen. Tottenham bewirbt sich um seine neue Heimat. Berichte aus England zufolge hat man bereits die Genehmigung beantragt, direkt mit dem Spieler zu sprechen. Es wird keine einfache Angelegenheit. Es gibt viele Aspekte zu klären. Wie AS berichtet hat, wollen die Spurs im Rennen um den Brasilianer die Führung übernehmen. Der Einstieg eines neuen Investors in den Londoner Verein hat dem Verein viele finanzielle Kraft verliehen. Sie haben in diesem Sommer fast 150 Millionen Euro in Transfers investiert. Aber es fehlt noch der letzte Schliff. Sie wollen, dass Rodrigo das Kronjuwel des neuen Projekts von Thomas Frank wird. Aber nicht um jeden Preis. Das ist sicher. Denn Madrid hat den Spieler aus Sao Paulo mit 90 Millionen Euro bewertet. Eine für viele unerschwingliche Summe, die jedoch dem Niveau der Premier League entspricht. Tottenham ist sich sicher, dass es verhandeln will. Ja, danach geht der Artikel noch ein bisschen weiter. Da wird auch erklärt, dass ein Son eventuell Tottenham verlassen könnte. Das USA ruft, der wechselt vielleicht nach Los Angeles etc. Aber das ist nun mal die Tatsache oder das sind die Informationen aus England, aus Spanien, von Ramon Alvarez de Mon etc. Alle in die gleiche Richtung. Es gibt Gespräche, fruchtbare Gespräche zwischen Tottenham und Rodrigo. Ja, und jetzt muss ich an ein spanisches Sprichwort denken. ¿Quieres ser la cola del león o la cabeza del ratón? Es reimt sich. Mehr oder weniger bedeutet das, möchtest du lieber der Schwanz des Löwen sein oder der Kopf der Maus? Also, um es so zu formulieren, natürlich liegen zwischen Real Madrid und Tottenham Welten. Aber bei Real Madrid ist er eher der Schwanz des Löwen, also vorne das Gesicht von Real Madrid ist ein Mbappé, ist ein Vinicius, ein Bellingham, die haben ihn alle den Rang abgelaufen. Bei Tottenham wäre er das Gesicht. Keine Beleidigung an Tottenham, das ist nur ein Sprichwort, nimmt es mir bitte nicht übel, aber er wäre der absolute Star von Tottenham. Tottenham ist eine Mannschaft, die in der Champions League spielt. Das haben die sich qualifiziert nach dem Sieg gegen Manchester. Tottenham ist eine Mannschaft, die neue Investoren bekommt und anscheinend in den nächsten Jahren groß angreifen möchte. Mich erinnert diese ganze Situation, jetzt die Älteren von euch werden jetzt wissen, über was ich rede, damals Robinho nach Manchester City. Im Endeffekt ist das eine lustige Geschichte. Robinho hat Jahre später zugegeben, dass er dachte, Manchester United will ihn haben. Und erst als er in Manchester angekommen ist, er festgestellt hat, es gibt noch eine zweite Mannschaft in Manchester, nämlich Manchester City. Das hat er Jahre danach selber bestätigt. Also im Endeffekt sehr, sehr lustig. Und viele von euch denken sich jetzt, warum? Manchester City ist doch ein großer Fisch. Über die Zeiten, in denen ich rede, da war Robinho ein super Weltklasse-Spieler. Und Manchester City war wesentlich schlechter als heute Tottenham. Und deshalb erinnert es mich, beide Brasilianer wechseln in eine Mannschaft, die noch low unterwegs ist. Naja, Tottenham ein bisschen höher als damals Manchester City. Aber das Projekt Tottenham wurde Rodrigo präsentiert. Die machen ihm klar, wir sind jetzt noch nicht auf deinem Niveau,
Aber in den nächsten Jahren werden wir auf deinem Niveau sein. Wir spielen jetzt schon in der Champions League. Du bist der Star der Mannschaft. Du bist das Gesicht von Tottenham. Und es kann sein, dass Rodrigo sich entscheidet, ich wäre lieber das Gesicht von Tottenham als der Schwanz von Real Madrid. Ja, wie dem auch sei, die erste Wahl von Rodrigo, wenn er sich entscheiden könnte, wären immer noch natürlich Liverpool, Arsenal oder Manchester City. Mal schauen, ob sich einer von den Giganten bewegt. Aber wenn nicht, das ist die letzte Information von 3 Quellen bestätigt. Tottenham und Rodrigo sind in Gesprächen. Bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lass das bitte in den Kommentaren. Ja, und wie im Vorspann, im Vorwort versprochen, Real Madrid möchte weitere Transfers tätigen. Zumindest, wenn es nach Xabi Alonso geht. Aber Florentino Perez, Madrid hat klar, unser Kader ist voll. Damit neue kommen können, müssen erst andere gehen. Und da sind 2 Namen immer mehr ins Gespräch gekommen. Und zwar die beiden Verteidiger David Alaba und Ferland Mendy. Lesen wir uns dazu einen Artikel zusammen einmal durch. Alaba und Mendy, Real Madrids unmögliche Mission. Der Vertrag des Österreichers läuft 2026 aus, der des Franzosen 2028. Beide Spieler sind über 30 und haben körperliche Probleme. Alabas letzter Versuch. Real Madrid wartet mit den Neuzugängen auf den Abgang. Dabei geht es nicht nur um die Ausgaben, sondern auch um die Anzahl der Spieler im Kader. Die personell am stärksten besetzte Linie des Teams ist die Abwehr, wo Xabi Alonso über ein Dutzend Optionen verfügt. Plus der Joker Tchouaméni in der Innenverteidigung. Die entbehrlichsten Spieler in der Abwehr der Königlichen sind Alaba und Mendy. Die am wenigsten wertvollen auf dem Markt. Der Verein sucht nach einem Ausweg für sie, doch es wird nicht einfach. Der österreichische Spieler hat noch 1 Jahr Vertrag bei Real Madrid. Nach einer komplizierten Genesung von seiner Knieverletzung, die er sich in den letzten Monat 2-mal zugezogen hat, deutet alles darauf hin, dass dies David Alabas letzte Saison bei Real Madrid sein wird. Der Verteidiger wird versuchen, Xabi Alonso, seinen ehemaligen Teamkollegen vom FC Bayern München, zu überzeugen. Doch der Verein ist einem Abgang gegenüber aufgeschlossen. Sein Gehalt ist eins der höchsten im Kader. Daher müssten der Spieler auf beträchtliche Summe verzichten oder sich einen Platz im saudischen Fußball suchen. Ein weiterer Abgang, den Real Madrid begrüßen würde, ist Ferland Mendy. Sein Fall ist komplexer als der von Alaba, da der Franzose seinen Vertrag im vergangenen Sommer bis 2028 verlängerte. Die ständigen körperlichen Probleme des Außenverteidigers, der in der vergangenen Saison nur 14 der 38 Ligaspiele betritt, veranlassen Real Madrid, sich in diesem Transferfenster für Álvaro Carreras zu entscheiden. Eine Verpflichtung, die Fran Garcias starke Leistung bei der Clubweltmeisterschaft unterstreicht. Mit diesem Duo auf der linken Abwehrseite hat Mendy keinen Platz im Team. Xabi Alonso könnte sich dafür entscheiden, den Franzosen wieder als Linksverteidiger in einer Dreierkette einzusetzen. Eine einfallsreiche Lösung, sollte er bei Real Madrid bleiben. Ja, der Artikel geht noch weiter. Ich möchte euch aber jetzt keinen ellenlangen Artikel vorlesen. Und das ist die Situation von diesen beiden Spielern, bei diesen beiden Verteidigern von Real Madrid. David Alaba ist damals, als er von Bayern gekommen ist, ablösefrei gekommen. Er war einer der besten Verteidiger auf dem Markt und Real Madrid hat sein Handgeld in sein Gehalt reingespielt, wie sie das bei Kylian Mbappé auch machen. Dadurch hat er eins der höchsten Gehälter im Kader. Real Madrid sieht nach seinen Verletzungen, dass David Alaba nicht mehr das Niveau Real Madrid hat und haben dem Spieler aktiv angeboten, solltest du uns dieses Transferfenster noch verlassen, werden wir dir eine finanzielle Unterstützung geben. Ich glaube, inzwischen ist die Rede von der Hälfte des Gehaltes, wenn er sich woanders einen neuen Verein sucht. David Alaba denkt aber, ich kann dieser Mannschaft noch was bieten. Und ganz ehrlich, ich sehe das auch so. Wir haben endlich einen Trainer, der auf spielstarke Innenverteidiger fit wird. Und ich drücke dem Österreicher die Daumen. Das ist ein ganz feiner Kerl. Deshalb freut es mich ein bisschen, dass er kämpfen möchte. Auch wenn es wirtschaftlich für Madrid vielleicht besser wäre, wenn er gehen würde. Ich glaube, er kann uns auf dem Fußballplatz noch viel geben, wenn er fit wird. Bei Ferland Mendy sehe ich das Ganze ein bisschen anders. Mein Ersatzspieler für ein Dienhausen wäre, wie gesagt, ein David Alaba, wenn er fit ist. Ein Ferland Mendy, seine Stärke ist das Verteidigen, nicht den Spielaufbau. Ein Mendy als linker Außenverteidiger ist seine Stärke, nicht die Offensive, das, was Madrid sucht. Und dazu hat er dieses klassische Spiel gemacht. Kaum hat immer, wenn er einen neuen Vertrag unterzeichnet, das war beim letzten Mal auch schon so, auf einmal ist er dauerhaft verletzt.
Und immer in der letzten Saison, bevor sein Vertrag ausläuft, spielt er den besten Fußball seiner Karriere, als wir die Champions League gewonnen haben. Und irgendwann, man mag Böses denken, aber ist das für mich kein Zufall mehr. Und wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich einen Ferland Mendy eher gehen lassen als einen David Alaba. Ja, wie gesagt, vor allem es gibt keine richtige Position, wo seine Stärke der Mannschaft wirklich hilft. Und es passt mir nicht, dass ein Spieler, immer wenn er einen neuen Vertrag unterzeichnet, auf einmal ein Jahr verletzt ist. Naja, wie dem auch sei, vielleicht liegt eure Meinung komplett anders. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen, nicht vergessen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer Menge Themen. Also, bis morgen. À la Madrid!